Football is the home of Super Bowl 56, and this historic matchup is brought to you by EA Sports. It's the Seahawks and the Raiders, and it comes your way next. EA Sports coverage of the National Football League is on the air. Tonight, it's all on the line. We play for the Lombardi Trophy, as it'll be the AFC champion Las Vegas Raiders taking on the NFC champions. Brandon Gaudin alongside Charles Davis, and the story of the Raiders season, just an incredible one in Las Vegas. The Raiders hadn't so much as won a playoff game in nearly 2 decades. You had to go all the way back to the 2002 season. But here are the Raiders, CD, in the city they once called home, trying to win it all. And I like that. And think about their journey, their odyssey, so to speak, right? Oakland to Los Angeles, back to Oakland, now in Las Vegas. They and the Colts, the only teams currently to win a Super Bowl in 2 different cities. Now the Raiders, they have a chance to win in their 3rd city. What a story that would be. Meanwhile, for the Seahawks, they are back again in the big game. It's their 4th appearance, but all coming since the year 2000, Charles. Und damit geht es los. Super Bowl mit den Seahawks. Aber erstmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Let's Play Madden NFL 22. Im Hintergrund reden sie noch über die Super Bowl Erfolge. Ich wollte das erst durchlaufen lassen, habe dann gesehen, okay, das geht ganz schön schnell. Macht da nicht ganz so viel Sinn, das durchlaufen zu lassen, während wir hier schon eine halbe Stunde gefühlt spielen. I feel like I could see what he was thinking on that carry. Wanted to follow that big tackle through the hole. Ended up only getting 4 yards on the carry. I think he had designs on that one being bigger. Oh nein, da ist er durch. He's at the 30, 10, 5, and he will score. Touchdown, Las Vegas. Josh Jacobs with a first touchdown of this Super Bowl. Und Jamal Adams ins Tackle gezogen wurde, konnten wir nichts machen, und das ist der Touchdown für die Raiders. Ist auf jeden Fall kein guter Start. Hoffen wir mal, dass wir jetzt am besten eine Antwort haben direkt. Mehr oder weniger. Seattle's first go on offense forthcoming, and under center, of course, Russell Wilson. And for Russell Wilson, it's been a whirlwind 10 months or so, because we all remember the drama of the offseason. The list of 4 teams that he could be traded to if the Seahawks were going to part ways. But fortunately for everyone involved, they held on to him, and he's still leading the Seattle Seahawks, trying to win his 2nd title in this, his 3rd appearance in the big game. Wilson and the Seahawks take over now, 1st and 10 at their own 27. Und wir fangen jetzt auch erstmal mit einem Lauf an. Über Chris Carson, 12 Yards, perfekt. Wenn wir dasselbe Spiel wie gegen die Cowboys draufkriegen, dann wird es schwer für die Raiders auf jeden Fall. Aber ob wir es jetzt selber schaffen, wird die Frage. Oder besser gesagt, ob wir das nochmal so hinkriegen. Das ist die Frage. Da ist Everett, schönes Ding. Ja, und Pocic hat sich gleich mal verletzt, unser Center. Das ist natürlich nicht so geil. Ich wollte jetzt erst was sagen, aber dann dachte ich mir, nein, versuch es nett auszudrücken. Aber der Lauf war auch wieder richtig gut. 7 Yard Lauf, das kann man sehen lassen.
Ja gut, wir kriegen unseren Center wieder, das ist relativ gut. So. So they'll come up after the gain of 7 on a 2nd and 3. To throw is Wilson. Nein, und da kriegen wir nicht den Ball rechtzeitig los. Ich habe eigentlich Everett gesehen, aber der Ball war zu spät released. Und jetzt haben wir ihn zu Wilson. Von Wilson zu Henry Rux, so rum. Erstmal sammeln, bevor man spielt. So. Oh, das war schön von DK. Hüpft sogar noch über das Tackle des Verteidigers. Sehr schön gemacht. Und damit haben wir das nächste First Down. Gut weggekommen und dann hier springt er noch über das Tackle. Aber dann wird er gestoppt. Relativ schnell. So. Und der Jet Sweep war okay, 4 Yards. Kann man mit leben. So. Und DK, das müsste ein neues First Down sein. Ja, First and Goal. 6 Yards sind es noch bis zur Endzone. Oh, und da sind wir fast in der Endzone. Ja, und da fällt der Ball. So much of this game is about leverage. We always talk about low man wins in the trenches. Well, it's like that at just about every position. And sometimes, if you lose that leverage and you're losing the battle, just jump up the line of scrimmage and try and bat the ball away. And that's exactly what happened there. Und da ist Tyler Lockett mit dem Touchdown. Puh, Ausgleich. Wenn der PAT sitzt. Hoffen wir mal, dass der jetzt sitzt, der PAT. Komm. Und der sitzt. Ausgleich 7-7. Jetzt müssen wir irgendwie schaffen, die Raiders zu stoppen. Wäre extrem wichtig, sie nicht wieder schnell scoren zu lassen. Weg fliegt die Mille. Kein Return. Also kommt Derek Carr wieder mit seiner Offense aufs Feld. Und es ist ein komisches Gefühl, die jetzt wiederkommen zu lassen, nachdem wir im letzten Drive halt so schnell überrannt wurden. Da kriegt man schon das Gefühl, dass das nochmal passiert. Und den hat Bobby. Den hat Bobby. Ich weiß nicht wie, aber Touchdown. Bobby Wagner, Pick 6. Weil die Hand mit dazwischen kam. Von Jones. Dadurch konnte Walker nicht den Ball richtig fangen. Und wir haben ihn mit einem Pick 6. Sah total doof aus, aber egal. 14-7.
So, also auf die extrem schnelle Antwort habe ich jetzt natürlich nicht mit gerechnet. Von uns. Das ist natürlich die absolut perfekte Antwort gewesen auf den schnellen Touchdown im ersten Drive der Raiders. Und das war der allererste Wurf von ihm und der ist gleich mal intercepted. Da wird sich, glaube ich, Derek Carr ein bisschen ärgern drüber. Aber da können wir auch nichts für machen. Und da ist wieder Bobby Wagner. Durch bei Jacobs. Wir nehmen uns jetzt mal Bobby. Und da ist er weg. Green mit dem Sack. Und jetzt sieht es relativ gut für uns aus. Da kommen sie aber auch gut durch. Und Derek Carr weiß gar nicht, wohin er mit dem Ball soll, weil rechts war zugedeckt von uns mit Bobby Wagner. Das heißt, da war er überfordert mit. So, Amadi. Und der ist im Aus. Das war ein Ein-Yard-Pass, der bringt gar nichts. Der bringt den Raiders wirklich gar nichts. Und da kommt der Kick zu Lockett. Wow. War nix. Aber jetzt kommt Wilson wieder aufs Feld mit unserer Offense. Und jetzt können wir ganz weit wegrennen, vom Ergebnis her gesehen. Wir müssen das jetzt nur schlau angehen. Und ich weiß, wie wir das angehen. Bereiten wir sie darauf vor, machen aber das. Und der Lauf ist wieder stark von Chris Carson. Perfekter Lauf. Schön den ersten weggetackelt, beim zweiten den Stiffern noch ein bisschen ausgenutzt, um noch ein paar Yards mehr zu machen. Und die haben es gebracht. Gut, danach waren dann zu viele, da haben wir gar keinen Weg mehr durchgefunden. Aber wieder ein schöner Lauf von uns. So. Damit ist das erste Quarter vorbei. Und die Werte, wenn wir das hier sehen, die sprechen mehr als nur für uns. Die sind wirklich komplett auf unserer Seite, die Werte. So. Jetzt wählen wir erstmal wieder was anderes aus. Den hat Beasley und das ist ein neues First Down. Perfekt. Es geht voran für uns. Und da ist Chris Carson. Schöner Lauf. Wieder ein neues First Down für uns. Und es läuft einfach. Was machen wir als nächstes? Machen wir das. Back-to-back good plays have them on the move on first down.
Wilson. Oh, da müssen wir ausweichen. Give him a couple on the scramble. It's second down. Glück gehabt, dass wir da nicht gleich komplett weggehauen wurden. And give him credit under center instead of throwing it away. Actually, a pretty good job of getting past the line of scrimmage, not losing yardage. Throwing again on second down. Wilson. And a dangerous throw there as that's knocked down and incomplete. Receiver coaches preach to their guys all the time. Separation, that's what's going to make the play successful. Jetzt müssen wir irgendwie schaffen, einen First Down zu kriegen. That it was only knocked away and not intercepted. Und das kriegen wir! Chris Carson, schönes Ding. We use the word relentless a lot with guys who are aggressive on the field. In this case, it really fits, doesn't it? How about his ability to break tackles and his feet never stop moving? Zum Glück haben wir Chris Carson. So. Jetzt der nächste Versuch. Schön, den hat Chris Carson. And he'll get it down this time to the 17. So they'll get 8 out of that completion. And that'll make this a second down. Throwing is Wilson. Flushed out right. Touchdown. Und das ist der Touchdown. Tyler Lockett. The Seahawks continue to look good here in the first half of this Super Bowl. Yeah, he's having a nice little first half here, partner. And it's a first half that leaves us anticipating. Oh doch, noch, der linke Fuß war noch. Sah erst nicht so aus. Und damit 21:7 für uns. Aber wir haben im ersten Drive gesehen, wie schnell das geht. Und die Raiders haben den nächsten Touchdown dann. Also weiterhin konzentriert bleiben, aber ein schöner Touchdown. Viel Glück dabei, aber muss man auch mal haben. Muss man auch mal haben. Jetzt Vegas auf dem Feld. Und so ein Play wie die letzten 2 Drives, sowas können wir öfters haben jetzt. What they're looking for now is a little more consistency, move the ball at least a few times on offense, get a couple of first downs, and hopefully flip the field. Yeah, just something to build off of. That's what they're looking for here. A run on das first down with Jacobs as he'll get this forward for about 4. 2nd and 6 coming up. Well, it's time for them to be good teammates right here, and what I mean by that is possess the ball for a little while, get at least 2 first downs, give their defense a chance to settle down a little bit after they give up a touchdown. 2nd down, Jacobs once more. Und da gibt Schein von Bobby richtig mit. Gegen Jacobs, aber das Problem ist, der hatte halt schon mal einmal diesen Murder-Run. Deswegen sind seine Statistiken jetzt auch nicht gerade so schlecht. Und da kriegt Jacobs wieder einen mit, aber er ist schon halt kurz vor den 100 Yards, weil er diesen Mörderlauf dazwischen hatte. Und das wird nix. Diggs mit dem Stopp. Schön nochmal zum Blitz geändert und dann sind da Diggs und Woods mit dem Stopp gegen Drake. Hat er überhaupt keine Chance durchzukommen. Jetzt hoffen wir, dass wir sie stoppen können. 3. und 1. Nein, der kommt an. Und wir haben die 2-Minute-Warning. 2 minutes on the clock in the second quarter of this Super Bowl.
Coming up in a couple of minutes, we'll get you to Jonathan Coachman in Orlando. The coach will have stats and scores from earlier today in the NFL. On 1st and 10, here's Carr. Und da musste Kahn den Ball wegwerfen, weil wir schnell durch gewesen wären mit Puna Ford. Gibt ihm nicht viel Chance, etwas zu machen, Derek Carr. Und den hat Jones. Den hat Jones. Sidney Jones mit dem Pick 6. Und das war schon fast die Entscheidung. Das war schon fast die Entscheidung. Und da könnte man in echt über eine Pass-Interference reden, könnte, aber egal. Wenn ich mich da jetzt sogar noch aufrege, wir haben uns oft genug schon über unsere Sachen aufgeregt, das wollen wir hier jetzt mal weglassen. Zack, BAD, damit 28:7. 1:45 vor Ende der ersten Halbzeit. Hier im Super Bowl. Also, ich glaube, so haben sich die Raiders das hier nicht vorgestellt. Da fliegt die Pille. Und jetzt kommen die Raiders das nächste Mal. 2 von 5 Bällen hat er angebracht für 8 Yards und 2 Interceptions. Top-Werte für Derek Carr in diesem Super Bowl. Und der war aber schön jetzt. Und da ist Bobby Wagner. Und jetzt ist Derek Carr aber gut unterwegs. Jetzt sitzen die Bälle. Und da ist der nächste. Für Diggs. Und der nächste Pick 6, der dritte. Also jetzt sollte man überlegen, Derek Carr zu benchen. Und das Ding hat hier jetzt schon Ausmaße aus dem Super Bowl in New York gegen die Broncos. Gut, selbes Trikot wie damals. Das passt. Der geht daneben. Oh, der geht doch nicht. Also jetzt sind wir wirklich im Bereich Seahawks, Broncos unterwegs. Und ich glaube, das ist die dominanteste erste Halbzeit, die wir hatten. In dem ganzen Let's Play jetzt. 54 Sekunden sind jetzt noch auf der Uhr. Was macht Derek Carr jetzt? Mich wundert es, dass er nochmal wiederkommt. Aber hier sehen wir den ersten Pick 6, den zweiten Pick 6 und der dritte. 3 Pick 6 in einem Spiel, das ist rekordverdächtig. Und da hat er nochmal Glück, dass das kein Sack ist. Also keine Chancen hier für Derek Carr. Und da ist Bobby Wagner. Timeout. Carr now on 1st down. He'll get this underneath to Jacobs. So, der kommt wenigstens bei George Jacobs an.
As the clock will stop with 37 seconds to Und play hier nochmal in schnell this first gewechselt. half. Now Carr again. Right side caught Und by da Jackson. kriegt der gleich den nächsten A gain Jackson. of 4 last play. They doubled that Und here jetzt and machen get sie, 8. das habe ich jetzt Now noch the nicht Raiders verstanden. gonna Sie burn their sprinten third nach and vorne final und nehmen einen timeout. Timeout dann. As the clock will stop with 21 seconds to go here in the Okay. first half. Carr now on So. first down. The open man here, Renfro. And he's going to get a solid war's. gain of 9 before being brought down. Second and Das right of ist the yard. die erste Halbzeit So gewesen these und two wir hören teams uns will head to the nach der locker room Halbzeit. as we hit halftime in Super Bowl 56. As we send you to Orlando to check in with Jonathan Coachman at our EA Sports Halftime Report. Coach? Okay, Brandon, thanks very much. What a season this has been. Hard to believe it ends tonight, as we'll get back to you guys for the second half of this Super Bowl in just a moment. Continuing on, here's a look at the next-gen stats in that first half. And despite the big lead, they really did next to nothing throwing the football, at least in terms of yardage. We'll see how aggressive they want to be going forward. Meanwhile, for the Raiders, they too have found passing lanes to be hard to come by so far. As you see by the numbers, they'll need to figure that out in the second half. All right, Coach, thank you very much as we welcome you back for quarter number 3. These two teams sat through a longer than usual 30-minute wait, but we're back in action here in the Super Bowl. So, weiter geht es mit der zweiten Halbzeit. And he'll be stopped right around. Ja, der Return war in Ordnung, dann sind wir hängen geblieben. Aber jetzt geht's weiter. Ihr habt die Veränderungen gesehen, die sie da gemacht haben, und ich hoffe, die bringen einiges. And I would imagine this is where you have to take stock of the situation, CD, and say, gosh, we're halfway to the Lombardi Trophy. Let's not slow down now. And I like the way you went there. Let's not slow down now because the first half certainly So, went wenn their ich das way. sehe, And ne. I would expect them to continue with that type Immer of a erstmal die game plan, but you're Passroute right. You abchecken. do think back to Super Bowl 54. 49ers had a double-digit lead in the fourth quarter, couldn't hold on. So plenty can still happen. 67 yards on the ground for him so far. 6 yards on that last play. Here's 2nd and 4. Nächster Lauf. They stay on the ground. Again, it's Carson. Und jetzt sind sie besser gegen den Lauf. Past the 30. But not much on that run, Charles. No, that's exactly the way to execute Finde ich a nicht run gut. blitz there. They guessed correctly that they would move the ball on the ground. Und das finde ich jetzt schon wieder nicht gut. Mark that down for a win in the defense's column. Wilson now to throw on 3rd down. That's Aber den hat Everett. to his tight end Everett. And able to get this one across the 45 Schön. before he's brought down. And if anyone thinks they're just going to tuck their horns in and pull back off the throttle a little bit, you can forget it. Even with this big third quarter lead, I think this team's going to continue to take their shots downfield, and there's another completion. Und der Lauf war okay. And that'll make it 2nd and 6. Well, on every play call, you realize it's not going to go for Sagen a wir es mal touchdown, so. so a lot of Er war okay. are setting things up for maybe later in the game, trying to establish the inside run with toughness now. Hopefully get to the perimeter later, and let's face it, you could do worse than a 4-yard run on 1st down. Now this one complete downfield on the left side. Das war auch in Ordnung zu Rux. As the tackle comes at the Raiders 27-yard line. So langsam kommen wir wieder rein in die Halbzeit. Nee. Da sehe ich schon rechts den Defender, da wird nichts draus. Der Lauf war wieder besser. Chris Carson. A good run there on 1st down, and it'll leave him with a 2nd and 2. Hey, when you get good yardage like that on 1st down, it really does a So, whole lot of good for 2 your komm. entire offense. I Carson. love the way he's finishing those runs. At the end of things, he's making sure he's Perfekt, just a little bit extra. perfekter Lauf. Chris Carson. 1st and goal as he's inside the 10, down to the 7-yard line. A lot to praise on this drive, obviously. I know you're seeing what I'm seeing. Those guys up front, they're getting it done. Doesn't matter what play is called. They are Schöner handling Lauf business von at the line of Chris scrimmage Carson and hier. dominating right now on this drive. Kann man so stehen lassen. So, versuchen wir es so.
Wenn das ein bisschen schwieriger wird jetzt hier, so nah an der Endzone. Aber da ist unser Tight End. Touchdown. Für uns. Dritter Touchdown von Wilson geworfen. 2 von der Defense. Nee, 3 sogar von der Defense. Damit sind wir bei 41 zu 7. People look at these games and think, all right, this thing's done. Let's have some sportsmanship. Let's not try and score. You should never do that in the NFL. I've seen big leads blown and teams that look like they had a victory, all of a sudden we're going home with a loss. Now Myers for the extra point. Und da ist der PAT gut. 42 zu 7. Und jetzt muss aber mal von den Raiders zumindest eine Antwort kommen. Zumindest noch mal ein Touchdown. Weil das hätten sie sich auf jeden Fall verdient. Und sie machen weiter mit Derek Carr. Also noch einen Pick, glaube ich, und dann sollten die Raiders wirklich überlegen, ihn noch weiter auf dem Feld spielen zu lassen. Und das war wieder sehr nah dran. Wäre da Brooks mal ein bisschen hingegangen, dann hätte das der nächste Pick werden können. Zweiter und 5. Und Dix mit dem Tackle. So. Und da kommen wir mit Jamal Adams nicht dran zu Jacobs. Und die Raiders mit einem First Down in diesem Spiel, das ist ja schon zu feiern wie ein SuperBowl hier fast. Oh, da hat Jacobs aber mit Dix, den hat er ja sonst wohin geschoben. Was die können, können wir auch. Und der ist weg. Ändern wir nochmal schnell. Und da ist Jamal Adams. Mit dem nächsten Mörder-Hit, aber Jacobs verliert den Ball nicht, der ist ballsicher. So, ändern wir schnell. Und da ist Bobby Wagner, aber den konnten sie wieder neu auffangen. Den Fumble. Glück für die Raiders. Und damit ist das dritte Quarter auch vorbei. Und ja, die Zahlen, da brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Sie sehen relativ ausgeglichen aus, aber im Endeffekt spricht alles für uns. And this is a blowout so far as we get set for the fourth quarter. A very one-sided affair. And he gets it down a yard or two shy of the 30 Dritter und 4 jetzt. This offense has converted 2 third downs on this drive already. This is 3rd and 4. So. Throwing now is Carr. He wants it all for the end zone. And that is caught, but the back judge right there to say incomplete. Nein, Pass Interference Defense. Ah, und damit haben sie den ersten Goal. So. Und jetzt wird es schon fast unmöglich, sie zu stoppen. Nee, keine Chance.
Touchdown. Raiders. Josh Jacobs, his second touchdown of this Super Bowl. And the Raiders get a small measure of revenge as they cut into this fourth quarter deficit. Everybody in the stadium knew what they were going to do right there, CD. 3 tight ends on the field, all that extra bulk, and they run it in. And you saw where that one went, right? You run it over your best blocker. I can just see the head coach right now. I want to run this one over the big boy. Ist natürlich ärgerlich, aber sie brauchten die Antwort, die Raiders. Und damit 42-14. Wenn sie uns jetzt natürlich den Ball einfach so geben, dann weiß ich auch nicht. Wir hoffen einfach mal, dass sie uns den Ball so geben. Und das tun sie. Und damit wir am Return. Und der Return war in Ordnung. 26-Yard-Line. Kann man gut mitarbeiten, würde ich sagen. 11 von 14 Bällen angebracht für 127 Yards und 3 Touchdowns. Ich will nicht sagen, dass die Werte in Ordnung sind, aber die Werte sind in Ordnung. Der Lauf war okay, war ein Yard. Nicht das Beste. Well, partner, I think it'll lean towards the run, but this is also not a time where you just totally do that. You still have to possess the ball, move the sticks, and keep the clock moving as well. So they'll run their Da kriegt Chris Carson einen ordentlichen Hit in der Luft. Der muss gesessen haben. The Seahawks on third down. A perfect 4 for 4 thus far. Here it's 3rd and 3. Wilson. Out left, he's got it to Everett. And they'll get it up just short of the 45 at the 44. Well, partner, nothing but praise from me for this offense. They have been tremendous all night long. They knew what they had to do to unlock the defense. And let's face it, this has been a masterclass in offensive football that we've been here to witness. And he'll be taken down, but not before he Und das müsste ein neues First Down sein, ja. An excellent run there coming from out wide. And we used to consider these jet sweeps to be gadget plays or something a little bit unusual, right? But now most teams have some version of this play in their playbook. And I think it's a lot because of the receivers that are being developed nowadays. These guys look like running backs, even though they're playing out on the perimeter. So here's a 1st and 10 now in Raider territory at the 46. Könnte interessant werden. Play action with Wilson. Nee. They'll roll him out right. Das bringt nichts, da würden wir nur etwas werfen, was nicht besonders klug wäre. To throw is Wilson. Wow, und dann kriegen wir den Sack. Crosby. Just would not be denied. That's a loss of 7. Wilson to the Seahawks looking for something. Kriegen wir das First Down? Wird auch bei dem passiert schwer. Now it's Wilson. Nein, den kriegen wir. Henry Ruggs. Und das war eigentlich für die Raiders zumindest nicht perfekt. Bisschen nach links außen ausgebrochen. Ruggs wird frei. Der kommt an. Unerreichbar für die 39 bei den Raiders. Und damit das neue First Down. So. Nächster Lauf. Wow, da werden wir ein bisschen aufgehalten von unserem eigenen Mann. Egal, 2005. Wie machen wir es? So.
bowled over a few people. Look at that one, right up the gut. Saw it through 3 quarters. No reason to lighten up now. 2nd and 5 now. Wilson. And he's got his man in stride. Oh, da ist Chris Carson ganz kurz davor gewesen, den Touchdown zu machen. Und eigentlich hat Chris Carson heute den Touchdown noch verdient. Also versuchen wir es. Eine Sekunde vor dem 2-Minute-Warning. Nein. So. Dann versuchen wir so ein bisschen zu verarschen. Lücken zu ziehen. Und dann kommt der Lauf. Und der ist drinne. Der ist drinne. Chris Carson. Auch er heute mit seinem Touchdown. Certainly appears that they lulled the defense into thinking that the passing game was going to be it the entire drive. Nice change up there going to the running game. Ganz knapp, aber er macht es. The extra point now coming from Myers. Und damit jetzt 49 zu 14. Jetzt können wir das Ding hier sonst wohin schlagen. Und es interessiert kein 1,57 vom Ende. Für die Raiders noch zu gehen. Und da kommt die Offense von den Raiders. To throw, it's Carr. Und da ist Sherman nochmal gewesen und Adams, aber wir haben es. From the gun, it's Carr. And Waller taking it in over the middle and able to get this one across the 45 before he's brought down. Well, this game was decided a while ago, and that completion Da war Waller mit dem. Und da liegt er. Richard Sherman mit dem Sack. Und wie schnell er da ungeblockt kommt der da durch. Sherman und macht den Sack. Perfekt. So. Now following the sack, they'll look to make amends on a 2nd down and 17. 2017. To throw his Carr. He finds his man complete. Und da ist Bobby Wagner mit dem nächsten Tackle. Und das war's. Wenn ich die Zeit sehe, war's das. Kommt noch mal ein Play? Ja, es kommt noch mal eins. Und der kommt nicht an und das war's. Das ist der Super Bowl. Für uns. 49 zu 14. Wir haben ihn. Wir haben den Super Bowl und das war die letzte Folge in diesem Madden, die ich rausgebracht habe. Also es wird das erste Mal, seitdem wir diesen Kanal haben, Sonntag, kein Madden kommen. Denn wir haben den Super Bowl
mit Wilson nochmal bekommen, was in echt leider nicht mehr geschafft hat. Haben wir zumindest im Spiel geschafft und haben uns den Super Bowl geholt. Schön. Mit einem wirklich auch dominanten Sieg, muss man dazu sagen. Also das war nicht gerade so nach ganz anstrengend, aber im Endeffekt egal. Wir haben den Super Bowl uns geholt, sind Champions mit einem starken Spiel von Russ und haben damit, glaube ich, das Let's Play sehr würdig beendet. Schauen wir noch mal ganz kurz, wer denn hier die Auszeichnungen bekommt für den Super Bowl. Erstmal, zack, alle Player upgraden. Dann gehen wir mal. Ja, 2 Jahre hätten wir noch mal bekommen. Advanced Streak. Gehen eine Woche vor. Und gucken die 2021er Season Recap. Super Bowl MVP von den Seahawks. Bobby Wagner. Und wir sind das zweite Mal jetzt das Super Bowl Champion geworden. Dort seht ihr auch nochmal alle Trophäen an der Seite, wer wo was gewonnen hat. Schönes Ding. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns auch nächsten Sonntag wieder. Nicht bei Let's Play Madden, sondern bei einem neuen Let's Play. Ich hoffe, euch wird das Spiel gefallen, aber ich lasse euch überraschen, was es sein wird. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche dann wieder. Und ich sage Dankeschön für diesen tollen Support, wie immer. Bis zur nächsten Woche.